Hallo Ghosties und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video möchten wir euch die Gründer von The Other Side vorstellen. Hi, ich bin die Tascha und eine der GründerInnen von The Other Side. Ich bin diejenige, die ihr die meiste Zeit immer vor der Kamera seht, und hinter der Kamera übernehme ich die Organisation für unsere PU-Touren, übernehme die Recherche für unsere Miniserien hier auf YouTube und kümmere mich zudem auch noch um einige unserer Social-Media-Posts und um den Videoschnitt. Das Paranormale hat mich irgendwie schon immer interessiert. Es fing halt erst total subtil an, dass man halt so Filme oder Serien geguckt hat. Und dann gab es einige Erlebnisse bei mir selbst, die mich da noch mehr geprägt haben und die mich noch neugieriger gemacht haben auf das ganze Thema. Und ja, also ich würde wirklich sagen, vor allem diese privaten Erlebnisse haben mich schon sehr in diese paranormale Richtung gelenkt. Wenn ich jetzt überlegen müsste, welche Fähigkeiten sich jetzt für The Other Side besonders auszahlen, wäre es, glaube ich, zu doch 70–80% meine Feinfühligkeit. Denn mein Bauchgefühl ist etwas, das hat mich noch nie getäuscht. Und es ist nicht nur das Bauchgefühl, sondern auch so Feinfühligkeit in Richtung Wahrnehmung von Spirits. Und das hat sich schon sehr oft ausgezahlt und hat uns schon sehr oft vor ziemlich unangenehmen Situationen bewahrt. Puh, also da gab es echt einige Erlebnisse und es fällt mir gerade echt schwer, da jetzt eines zu nennen. Also ein besonderes Ereignis, das mir im Kopf geblieben ist, war, als wir privat untersucht haben, also bei einer Privatperson zu Hause, und die Dame vor meinen Augen gekratzt wurde. Also es war niemand in ihrer Nähe und die ganze Situation war schon sehr angespannt. Man merkte schon, dass es ein sehr negativer Spirit war, und ich habe das eigentlich früher auch immer so gesagt, ja, gibt es nur in Filmen, dass da plötzlich irgendwie Kratzer am Körper auftauchen würden. Aber ja, in dieser Nacht wurde auch ich eines Besseren belehrt und ich konnte dabei zusehen, wie plötzlich bei der Dame 3 Kratzspuren plötzlich aufgetaucht sind an der Schulter. Der Grund, warum mir das Ganze wohl so im Gedächtnis geblieben ist, ist vermutlich der, dass ich es bis dahin immer für total unmöglich gehalten habe. Denn man kannte das ja bis dahin nur aus irgendwelchen Filmen. Und dass man dann wirklich mal live dabei war und das gesehen hat, dass sowas wirklich passieren kann, das hat sich schon ziemlich eingebrannt bei mir. Hi, also ich bin Robert. Ich bin derjenige, der für die Videoaufnahmen zuständig ist, also sprich der Typ hinter der Kamera. Zudem sorge ich noch für die Fotos, die ihr auf unseren Social Media Kanälen seht. Außerdem kümmere ich mich noch um den Videoschnitt. Generell interessiere ich mich für das Paranormale schon gefühlt ewig, nur diese Leidenschaft wurde erst so richtig durch diese Ghost Hunter Serien entfacht. Und so ging das Ganze dann los. Zudem hatte ich in der Vergangenheit einige paranormale Erlebnisse, die das ganze Interesse noch verstärkt haben. Durch meine Ausbildung als Fotograf habe ich ein gut geschultes Auge und auch das technische Know-how, um eventuelle paranormale Erscheinungen auf Video- oder Bildmaterial beurteilen zu können.
Als ich so ungefähr 8 oder 9 Jahre alt war, hatte ich ein sehr besonders prägendes Erlebnis. Meine Eltern und ich saßen bei einem Freund der Familie zu Hause. Ich weiß noch, draußen hat es stark geregnet und wir kamen eben gerade von einer Beerdigung zurück, denn die Frau des Freundes war gestorben. Plötzlich hörte ich, wie die Hunde der Verstorbenen und ihres Mannes ins Wohnzimmer liefen. Ich bin ihnen hinterher und sah, dass sie mit dem Schwanz wedelten und sich sehr gefreut haben. Sie starrten alle zusammen, es waren 3, auf eine Stelle. Sie gingen näher auf diese Stelle zu, setzten sich hin und schauten so nach oben auf eine bestimmte Stelle, als würde dort jemand stehen und die Hunde würden derjenigen in die Augen schauen. Ich wusste sofort, das war garantiert die Verstorbene, die sich nochmal bei uns allen verabschieden wollte. Die Hunde saßen dort, sie hechelten, sie winselten, es war wirklich, als wäre sie gerade hereingekommen. Und dann plötzlich guckten die Hunde so zur Seite, zur Tür hin und sie verfolgten sie. Man konnte sich richtig denken, dass jetzt der Geist der Verstorbenen zur Tür rausging. Die Hunde gingen ihr hinterher und blieben stehen, da die Tür ja geschlossen war. Also bin ich hin, habe die Tür aufgemacht und ich spürte so einen kalten Luftzug, der an mir vorbeiging. Und dann sind die Hunde nach draußen. Und plötzlich war sie weg. Also die Hunde schauten in alle Richtungen, aber konnten niemanden mehr finden. Und dann sagte eben ihr Mann, er hatte gerade das Gefühl, dass seine Frau da war. Das war wirklich ein sehr spezielles Erlebnis, was ich nie wieder vergessen werde. So, jetzt habt ihr uns etwas besser kennengelernt und wenn wir euch sympathisch sind und euch unser Content gefällt, dann hinterlasst gerne einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder und bis dahin, ciao!